is yet again another snake on this island right here and a new species. Yo! Yo! Genau! Alter. Er stellt so auf entspannt einfach das Stativ vor dieser riesen Schlange auf und hockt sich einfach so dahinter auf ganz entspannt hin. Okay, wir gehen jetzt mal in den Kanal rein. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben hier noch nichts gesehen. Miller Wilson. Video wurde mir vorgeschlagen vor einem Monat. 3,8 Millionen Aufrufe. Und zwar Surviving 24 Hours on Snake Island Challenge. Uninhabited Primitive Fishing. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Snake Island ist, die wir auch in dem einen Video gesehen haben. Oder ob er das jetzt einfach nur so Snake Island genannt hat. Gucken mal rein. I am literally trapped on this island right now. A flash flood has just come up. Snakes everywhere. I've seen so many highly venomous snakes so far, and we're going to be camping with them tonight. This is going to be one wild adventure. Okay, krass, was hast du? So years back, I actually found an island so deep into the Australian rainforest that's actually surrounded by a creek system. The only Okay. Das ist auf jeden Fall eine andere Insel in Australien. Okay. way to get on the island is if you actually cross the creek itself. And I remember going there when I was younger and realizing how densely populated this island was with snakes. So many species, so many highly venomous snakes, all living in this one little oasis. And I actually nicknamed the place Snake Island and kind of forgot about it, to be honest. But what I'm gonna do today is head back to that island, stay there for 24 hours, live off the land, catch my own food, collect my own water, and see if we can find some deadly snakes. Now, the only way to get there is via kayak through this flooded creek system, so let's jump in and get the mission started. Geil! Ich wollte gerade sagen, geil wäre noch, wenn er eine Drohne dabei hat, aber hat er. Okay. Ich würde mich mal gerne. Ich würde gerne mal, vielleicht kommt die Aufnahme noch, die ganze Insel so von oben sehen, wie die halt genau aussieht, wie das wirkt. Ob das überhaupt eine Insel ist, weil bisher sehe ich ja hier nur einen Fluss. For the next 24 hours. We've got about a kilometer walk ahead of us and then we'll make it to the island. Alright, and we've nearly made it. Der Rucksack. That rainforest over there is the start of the island. I need to find a shallow place to cross. This is all that stands between me and the island. Boah, die Kamera steht hier drüben auch auf dem Stativ. Das heißt, er geht da durch, aber muss auch gleich wieder zurück, um die Kamera zu holen und geht dann wieder durch. Und hat das gleich wahrscheinlich auch nochmal gemacht mit der Drohne von oben, gerade als Top-Down-Shot. Alter, wisst ihr, wie oft der da hin und her gerannt ist für diese Szenen? So much stronger than you think. Guck mal, in der Szene hatte er, glaube ich, gar keine GoPro in der Hand. Junge. Oh. There we go. Ja, warte mal, also der Style ist aber auch anders wild, ne? Also mit diesem bayerischen Jägerhut hier, diesem kleinen Rucksack, der sah gerade ein bisschen aus. Boah, wie sah denn der aus? Hier, Thüringer Klöße oder sowas? Sieht so ein bisschen aus oder verwechsel ich den gerade? Warte mal. Na klar, oder? Das ist doch Thüringer Klöße-Typ. Oder? Das ist er doch. Das ist er doch. Wo ist er denn hier? Na klar. Das ist der Thüringer Klöße-Typ. Wir haben ihn gefunden. Der ist ausgewandert nach Australien und macht jetzt Survival-Videos. Unter dem Decknamen Miller Wilson. Krass. Alter, wie der auch einfach barfuß da unterwegs ist, ist doch einfach nur krank, ne? Right. You might have seen my camera filming from the other side on the bank over there. To get that shot, now I have to swim back across the river and get it. Und dann dieser kleine, was ist das, so ein Fjellraven-Hipster-Rucksack hier? Scheiße, geil, das ist also wirklich. Just walking through here, you can see how all the trees are being pushed over by a flood, and it just makes you think, how high was the water like a couple days ago? Boah, There's trees that have been pushed down like 20 foot above me. Yes, and there we go.
First snake of the trip right there. That right there is a golden crown snake. So this is a venomous species, but he's not gonna hurt me if I do get tagged. So what he's doing is the sun's just coming out right now and these guys are cold-blooded. Hey mate. Sind schon geile Aufnahmen, ne? Auch wie die Kamera quasi, also die Schlange ist zwischen ihm und der Kamera, also das sieht schon sehr geil aus. Das ist nicht so von, ich filme die mal, die ist da hinten, guckt mir hier, so wie ich es machen würde, weil ich mir einscheiße, weil ich keine Ahnung habe von Schlangen. Geil. Die Aufnahme, finde ich mega, oder? Das ist ultra geile Aufnahme. Hä? Alter, was ein Typ, Alter. Was ist los? Aber die ist jetzt schon giftig, ne? Hat er erzählt, oder? Er meint, das ist eine giftige. So this guy is venomous, but I don't think I'm in any danger right now. He just wants to get away. And the way for him to get away is up in that bush right there. Lol. Krass, ey. Ich dachte tatsächlich erst durch das Thumbnail, okay, ist ein bisschen trashig, da so ganz billig reingefotoshoppt mit irgendwelchen Schlangen. Aber bisher geiles Video, Alter. Und krasser Typ. Now this creek system is filled with fish. It's a little bit harder now that it's flooded to actually catch them, but I'm gonna use this to my advantage. So I've been seeing spangled perch swimming down these rapids through a couple little sections. So I thought what I'd do is make a primitive fish trap, try to catch a couple and cook them up. I'm actually stacking rocks up into a circular formation to make a bit of a pool at the end. And then as it gets its name, I'm gonna make a funnel that goes from the main pool down into it. And I'm gonna try to scare some fish into it. We'll see if we can get a few. Alter, halt doch's Maul. Hat er einen Fisch? Yes! Was? Spangled perch, baby. Alter, geiler Typ. Geiler Typ, ey. Put him there. Yes. Good fish. There was like 4 more. Ja gut, der liegt jetzt da und der verreckt halt jetzt elendig und erstickt. Nicht so cool, ne? More that I scared that didn't go in there as well. There we go. He's in there. Look. 1 and 2. Big spangled perch. Oh. Look at that big one just got out. There we go. Oh, yes. That's a big one. Look at that. Super, also der eine ist jetzt da schon völlig verreckt, jetzt verreckt der nächste. That is a big spangled perch. Just try get 1 or 2 more. There we go. Fish right there. And that's dinner, baby. Bin gespannt, wie er Feuer macht. Ich habe noch nicht ganz rausgehört, ob er überhaupt irgendwas dabei hat. Also Messer oder Feuerstahl oder irgendwas. Ich denke mal, sowas wie einen Schlafsack oder so wird er nicht dabei haben. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen warm, weil er hat ja nur einen kleinen Rucksack. It is so hot at the moment, hey. There's a massive storm pushing in over there. Since we've now caught some food, I think I'm gonna get a fire going before that storm hits and all the wood gets wet. And we'll cook up these fish. Dig that out. Perfect. Ja, selbst wenn er es vielleicht auch hinlegt und dann außerhalb der Kamera tötet, dann finde ich, wäre es auf jeden Fall an der Zeit, das einmal kurz zu sagen. Weil wenn du das Video nur so siehst, dann wird der Fisch einfach nur hingeschmissen und verreckt halt, ne? Und ich meine, das Video hat 3,8 Millionen Aufrufe. Da wäre halt, selbst wenn er die jetzt quasi außerhalb der Kamera tötet, was ja völlig okay wäre, zumindest ist halt ein Satz mal noch wichtig dazu. Since this fire is so hard to light, I'll just put them up there in the smoke. Grab this one as well. Sind die überhaupt ausgenommen? Like that. And they can start to slowly cook. Hä, die sind doch gar nicht aufgeschnitten, oder? Die sind gar nicht ausgenommen. Hier ist doch nichts dran. Was sagt ihr? There we go. Ne. Warte, da, komm, drehen wir noch? Ne. Die sind nicht ausgenommen. Ne. Die sind im Ganzen draufgelegt, da sieht man's.
Alright, so we've caught food, we have found a couple snakes, but I want to show you the real reason why I call this place Snake Island. I know there's more snakes here. I'm going to finish off this fish, stay in the shade till then, and hopefully the rain brings out some more snakes. Hä, wo ist jetzt die Essaufnahme? Hä? Was sind hier, Ebbe und Flut oder was? Nee, ist doch ein Fluss. Literally look. Hä, wieso gab es jetzt keine Aufnahme, wie er die gegessen hat? Das finde ich schon ein bisschen komisch. Vielleicht bin ich da auch zu, weiß, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber das ist schon wieder so, wo ich da so, Du hast sie doch gar nicht gegessen. Look at this right now. The water levels are rising so much. Over there is the other side of the island. And I'll show you the creek. There is no way that I'm going to be able to get back across that. So I guess we're actually stuck here for the next 24 hours. Or maybe even longer. We'll see how long it takes for this creek to go down. We literally just got out here and a flash flood has... Skeptisch. Skeptisch ist das Wort. ...just come through this area. Krass, Alter. Now, I was planning on staying on this island for 24 hours, but now I'm stuck here. I physically cannot get across the creek, and it feels different. It feels different actually being trapped here now. But I know that there's a lot of animals trapped with me. I call this place Snake Island for a reason, so let's go see if we can find some, I guess. Yeah, look at that. A little brown tree snake trapped in these floodwaters. This is, oh, there he goes in the water. Swimming over there. Let's follow him. This place was literally dry like 5 minutes ago. Yeah, here we go. Another brown tree snake. Let me get some footage of him. Mate, that tree snake has just shot down that hole right there. I reckon that by the rate that this creek's rising, within about 20 minutes or so, that'll be underwater. So many animals getting caught in this flash flood right here. 10 minutes ago, I would have been standing on dry land right here. It's come up so much. And you know what this means? This means there's so much rain upstream. And I honestly think we're gonna get hit by it soon. If all this is getting pushed down, that means a big storm's on its way. Venomous snakes literally everywhere. That's the second brown tree snake we've seen. Snake Island is really living up to its name. So these tree snakes are not only rear-fanged, but they have grooved fangs as well. So what that means is the venom doesn't inject like a hypodermic needle. The venom actually runs down the back of the fang and into the bite site where it's punctured. And I know people who have actually been saved by this. Let's say they've been walking with jeans on, get bitten by a highly venomous snake, but the venom hasn't actually injected because it's just soaked up in the jeans, whereas hollow tooth fangs work like a hypodermic needle, but luckily these guys don't have that. And that just proves that it doesn't even have to be bucketing down for a flash flood to happen. It's bringing so many animals out of their little hiding places to try and get cover. Let's go for a little walk and see if we can find any. Yep, there we go. Tick another one off on the list. That right there is a little small-eyed snake. He's really wanting to bite me, hey? Wow. I'd definitely be having to swim across that flash flood. Alter. Ja, gut. If I got bitten by this guy. Highly venomous snake. But yeah, they have a long-acting myotoxin which attacks muscles, including the heart muscle, days after the bite. So he's doing the old ostrich trick on us right here. He's like, if I cover my head, that means you can't see me, right? Look at him up in that hole right there. This place is literally packed with them. That's really cool. Literally lost count at the amount of snakes that I've found on this island so far. Hat er da ein Makroobjektiv vorne drauf? Das sieht so anders aus. And we're just getting started. I don't know if I'm the only one, but this is the stuff that I always thought about when I was younger. I'd always think, oh, what if I did get trapped? I wonder how long I could actually survive for out in the wild. And now we are trapped. There's no saying how many days this creek will be up this high. That creek's just flowing way too hard right now. I'm pretty sure the flash flood has brought out the snakes, but the amount of snakes that I've seen already on this island is crazy. But some of them are highly venomous. Wo hat denn er seinen Rucksack überhaupt gelassen und seinen Hut? Das ist doch die wichtige Frage. And just down here is yet again another snake on this island right here and a new species. Yo! Yo!
Genau. Alter. Er stellt so auf entspannt einfach das Stativ vor dieser riesen Schlange auf und hockt sich einfach so dahinter auf ganz entspannt hin. Alter. Here is the coastal carpet python. You would have seen a heap of these guys in my videos before. This guy looks like he's just had a feed, he's pretty fat, and that just proves that there is food for these snakes on an island like this. Junge, wenn die schon so eingeschlängelt ist, dann warte ich eigentlich nur drauf, dass die so, pap, Alter, nach vorne schnellt. Die ist doch schon in so einer Angriffsposition, oder? Guck mal, die ist doch schon so eingerollt wie so eine 8 und innen drin ist der Kopf, der schon so eingeschlängelt ist. So it's been a couple hours since that flash flood came through and the water level is dropping a lot. So it's good to know that I'll be able to get out of here. But still, it was so hard getting across the creek when it wasn't flooded. So we'll have to see what tomorrow has to offer. Er liefert auf jeden Fall ab hier. Junge. Die nächste Schlange. Alright, and we got another snake right there. Would you take a look at that? That guy sitting in the tree right there is the highly venomous Stevens banded snake. We got one! That is so cool. I knew they were out in this area. I'd never seen one here before though. So to find one on this little rainforest island is so cool. If I got bitten out here, would I make it to the hospital in time? There's always a chance, but trust me, you wouldn't be in a good way. The venom from this snake will actually make your blood clot. So I cannot afford to get bitten by this snake tonight. Oh look. Starting to pour down. This snake would have 20 or 30 little burrows, hollow trees around this area that he'll go and sleep in throughout the Chat, was ist los mit dem? Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist mit dem Jungen nicht richtig? year. And sometimes they'll even stay in these hollow trees and logs for up to 5 months over the colder months of the year. And it's pretty funny saying that they look like a tiger snake because currently there's been no anti-venom derived from this species. So if you were to get bitten by a Stevens banded snake, they'd actually give you tiger snake venom. Here he goes. Oh, drop down here. Come on, mate, you can go. Make a run for it. And that was so cool. We found so many snakes today. All right, we're gonna let this little fella be. Er hat schon auch geile Aufnahmen, muss man sagen. Also coole Kombination wirklich. Aus Drohne, aus GoPro vor Ort, bisschen actionmäßig rumlaufen und dann diesen wirklich astreinen geilen Bildern von den Schlangen. Ne? Also das ist schon, ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, dass das ein Makroobjektiv ist. Und auch große Vergrößerung hat und so weiter. Ist schon krass. Ist schon krass. And keep looking for more snakes. Geil gefilmt, oder? Let's go. We got another snake. Look at this little fella. Ja, das wäre so eine normale Aufnahme. Weißt du, GoPro, okay, du siehst, da schlängelt sich so ein Aal lang, aber... Right down here. It is literally pouring down rain at the moment. But this is a blind snake. These guys are often mistaken for earthworms, but you can tell it's a snake by the scales on its body. Its head and tail look identical. And although this guy's probably just trying to escape the rain and the flash flood, often you'll see them out at night, flicking their tongue out and looking for termite and ant mounds. That's what these guys feed on, and what feeds on them are feral cats, foxes, wild dogs, and even bandies, which is another species of snake that only eat blind snakes that I have found in this creek system before. So they're mainly a nocturnal species, but he's probably out here in the day trying to get away from this flood. Oh, I gotta get out of this rain. See you, mate. Bye. Alright, let's quickly find some cover. Woo! Yeah! Da würde mich jetzt mal aber interessieren, in der Situation, wie er jetzt sein Cover hier findet. Wo will er sich denn drunter covern? I'm pretty sure it's around 5 o'clock in the afternoon at the moment. The sun's about to go down. Gut, also 4 Stunden später, er sitzt da und alles ist wieder halbwegs trocken. Aha, sein Rucksack auch. Okay. Everything's way too wet to have a fire. You saw how hard it was raining on me earlier. So ein dicker Baumwollpullover. Ah, okay.
Tucked myself up under this little tree right here, and this is where I'm going to be sleeping for the night. Shouldn't be too bad. I bought a spare pair of clothes, so at least I'm not soaked. But yeah, it's been about 12 hours since we've been on this island, and man, we've found so many snakes, caught myself some food, and yeah, we're going to stay here tonight. I heard a story from years ago. This guy in Australia was camping on the beach in a sleeping bag. A death adder climbed into his sleeping bag at night because there's so much warmth in there and they can sense it. Bit him on the neck, and he ended up surviving, but he had to go to hospital. That's exactly what I want to hear before I'm going to sleep. But yeah, I'm gonna chill here for the night, and I'll see you guys tomorrow. And it's currently day. Ich weiß nicht. Chat, bin ich einfach nur komisch? Oder habt ihr jetzt bei dieser Situation auch so einen Gedanken, wo er sagt, ich weiß nicht? Als ob der jetzt da geschlafen hat. Also ich weiß nicht. Diese Fische, die er da einfach da unausgenommen irgendwie ins Feuer geworfen hat, dann sieht man, wie die völlig verbrannt da liegen und dann kommt die nächste Szene. Wurde auch nicht gezeigt, wie die gegessen worden sind. So, jetzt war er da 4 Stunden lang im Regen und die Dinger sind, natürlich ist das noch feucht hier. Irgendwie habe ich so ein bisschen so einen Beigeschmack. Zumindest bei der Kleidung meinte er, dass er einen Satz trockene Sachen hat. Ja, gut, okay. Wenn er jetzt wirklich nochmal, ist ja sein Merch wahrscheinlich hier, oder sein eigenes produktes Ding, wenn er davon natürlich nochmal einen neuen Pullover, den gleichen mit hat, ist was anderes. Aber exactly what I want to hear before I'm going to sleep. But yeah, I'm gonna chill here for the night, and I'll see you guys tomorrow. ich will das, ist hier Untertitel drin? Die Szene die will ich nochmal analysieren, da will ich nochmal reingehen. So, 4 Stunden später. Ich bin skeptisch. Vielleicht auch zu Unrecht. I'm pretty sure it's around 5 o'clock in the afternoon at the moment. The sun's about to go down. Everything's way too wet to have a fire. Everything's way too wet to have a fire. Achso, okay, alles ist so nass, dass man jetzt ein Feuer machen könnte. Okay. You saw how hard it was raining on me. Okay, hat sehr viel geregnet. I've tucked myself up under this little tree right here, and this is where I'm going to be sleeping for the night. Okay, also er versucht jetzt gerade zu sagen, dass er jetzt hier, da wo er gerade hockt, hier unter diesem Baum, da so ein bisschen, da will er jetzt heute Nacht schlafen. Shouldn't be too bad. I bought a spare pair of clothes. For the night shouldn't be too bad. I bought a spare pair of clothes. Ah, okay. Er hat ein zweites Paar Klamotten mit. Ja. Sollte nicht so schlimm sein, da jetzt in dem Baum zu pennen. Das war das mit der Wechselkleidung. I heard a story from years ago. This guy in Australia was camping on the beach in a sleeping bag. A death adder climbed into his sleeping bag at night because there's so much warmth in there and they can sense it. Bit him on the neck and he ended up surviving, but he had to go to hospital. That's exactly. Ah, okay. Ne, hat ein Typ im Schlafsack draußen gepennt, campingmäßig am Strand, und dann ist irgend so eine komische Schlange rein, weil es ja schön warm ist im Schlafsack, und hat ihn dann in den Nacken gebissen und so. Ja, gut, also sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich dort irgendwie schlafen würde, dann würde ich immer in einem Moskito-Shelter oder sowas schlafen, dass mir dann nicht irgendein Viehzeug reinkrabbelt und mich dann beißt. Das ist ja auch einfach nur, das weiß ich nicht. Okay. What I want to hear before I'm going to sleep. But yeah, okay. I'm gonna chill here for the night, and I'll see you guys tomorrow. Okay. Also er chillt jetzt da die Nacht an dem Baum, schläft da drunter und sieht, wir sehen ihn morgen. Tag 2. And it's currently day 2. Turned out to be a beautiful day today. The sun's out. I'm still over here on the island at the moment. The creek has luckily gone down. I went for a check earlier this morning. Also seid mir nicht böse, dass er da ohne einen Schlafsack pennen würde, bei den Temperaturen in Australien, okay. Aber, ey, kann jeder denken, was er will, ich kauf's ihm nicht ab. Wenn jetzt wenigstens noch eine Morgenszene gewesen wäre. Guck mal, es gibt ja nicht mal eine Dämmerungsabend-Nacht-Szene oder sowas. Es gibt auch keine Szene, wo er früh aufwacht. Man sieht, ob jemand früh aufgewacht ist und verquollene Augen hat und sonst was. Und ob du, ne, das siehst du im Gesicht, erkennst du das. Ob jemand gerade aufgewacht ist vor 2 Minuten oder nicht. So, das kann nicht später gefilmt sein. Aber diese Szene hier. Ne, also wie gesagt, ey, schlank, krass, geiler Typ, auch location-mäßig und so weiter. Aber das kaufe ich ihm nicht ab. Kaufe ich ihm nicht ab, dass er da gepennt hat. Be a beautiful day today. The sun's out. I'm still over here on the island at the moment. The creek has luckily gone down. I went for a check earlier this morning.
But yeah, it's been 24 hours that we've been staying on this island for. So tired, could definitely go back to sleep, but I got a long journey ahead of me. If you want to see me back here, leave a like, and I reckon if we get to 10,000 likes, I'll come back here with one of my mates and stay out here for 48 hours. See how many snakes we can find. Ja, stimmt, die Haare sind auch perfekt mit dem Hut, in that time here. Yeah, go chuck us a follow on Instagram at Miller Wilson. Like, subscribe, comment down below, and yeah, I'll see you legends again next time. Also pass auf, ich stelle jetzt mal eine ganz wilde Theorie auf. In that time here. Yeah, go chuck us a follow on Instagram at Miller Wilson and stay out here for back to I reckon if Hier. T-Shirt an, super frisch, Sonne scheint, Hut ist auf. Ist das Outro an Tag 2. Vielleicht ist halt dieses Outro auch schon an Tag 1 bei der Ankunft entstanden. Ach, keine Ahnung, ist mir egal. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass er da gepennt hat. Kommt mir alles ein bisschen komisch vor, dass mit dem Fisch auch irgendwie, also gefühlt hätte man einfach Snake Island Adventure machen können, aber irgendwie mit 24 Stunden unter pennen und sonst was. Ich habe ihn auch kein Wasser trinken sehen da irgendwie, weil er meinte Collect Water und sowas. Das, schade irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber für mich wirkt es so, als, ach, keine Ahnung. Hat irgendwie einen leichten faden Beigeschmack, obwohl ich das Video an sich von der Machart für den Schlangen und so alles ziemlich cool fand. Aber ja, Freunde, Abo lassen wir trotzdem da. Schaut gern bei Miller Wilson vorbei und bildet euch eure eigene Meinung. Kann jeder denken, was er will. Wie gesagt, für mich war es irgendwie so ein bisschen so ein 50-50-Ding. Ich fand es ein bisschen komisch.